Schönen guten Tag an alle Teilnehmer. Wir warten noch 1 bis 2 Minuten und starten dann mit dem Webinar. Schönen guten Tag. Ich sehe noch die Teilnehmer hereinströmen. Deswegen warten wir noch 1 bis 2 Minuten und dann geht's los. Gut, ich sehe, der Strom der Teilnehmer lässt etwas nach. Ich möchte Sie auch heute ganz herzlich zu unserem Webinar begrüßen. Kurzer Hinweis am Anfang, das Webinar wird aufgezeichnet. Wir stellen die Aufzeichnung dann allen registrierten Teilnehmern im Nachgang zur Verfügung. Und ja, heute ist das Thema die BAFA-Handreichung zur LKSG-Risikoanalyse. Vor ein paar Wochen hat das BAFA ja eine Handreichung als Hilfestellung für die Durchführung der Risikoanalyse nach dem LKSG zur Verfügung gestellt. Und ich begrüße heute wieder in altbekannter Formation Sebastian Rünz in der Runde. Und wir werden Ihnen heute gemeinsam die Handreichung zuerst mal vorstellen, eine rechtliche Einordnung durchführen, auf wesentliche Neuerungen hinweisen und dann auch vor allem auf die Implikationen, die sich eben aus dieser Handreichung für die Durchführung der Risikoanalysen ergeben. Mehrzahl Risikoanalysen, weil eben in dieser Handreichung auf 4 konkrete Fallgruppen eingegangen wird, nämlich abhängig von regelmäßigen Risikoanalysen bei unmittelbaren Lieferanten oder im eigenen Geschäftsbereich oder eben anlassbezogenen Risikoanalysen bei substanzierter Kenntnis oder nach erweiterter Risikolage. Und zu guter Letzt wird es auch wieder ein Q&A geben. Wir starten und in diesem Zuge würde ich auch gleich das Wort an Sebastian Rünz übergeben. Sebastian, könntest du uns mal kurz erklären, was sind denn eigentlich die Inhalte der Handreichung und was ist denn so der Zweck auch der Handreichung, der da vom BAFA angestrebt wird? Ja, danke dir, Harald, und hallo in die Runde erstmal. Die Handreichung wurde ja lange erwartet. Viele Unternehmen haben erst noch mal ein bisschen die Risikoanalyse zurückgestellt, weil man sich erhofft hat, aus der Handreichung ergeben sich dann ganz interessante und klare Äußerungen, wie die Risikoanalyse unterm Lieferkettengesetz jetzt abzulaufen hat. Dazu sage ich jetzt gleich was, ob das auch der Fall ist. Was ist der Inhalt der Handreichung? Letztendlich soll es eine Umsetzungshilfe sein für die Durchführung der Risikoanalyse. Es gibt da drin erstmal so ein paar einleitende Ausführungen zum Thema Risikoanalyse, Bedeutung der Risikoanalyse. Die halten wir für so bedingt aussagekräftig. Dann kommt der wichtige Teil, Ausführungen zur Umsetzung der Risikoanalyse. Harald hat es gerade schon mal gesagt, es werden 4 Fallgruppen dargestellt, die dann im Einzelnen in der Handreichung durchgegangen werden. Und dann gibt es am Ende noch 2 Anhänge, einmal zu den Angemessenheitskriterien und dann noch zu weiteren Quellen, die bei der Risikoeinordnung unterstützen sollen. Und die Handreichung kann man im Kontext sehen zu anderen Handreichungen, die es schon gibt. Insbesondere sind da die FAQ des Bundesarbeitsministeriums zu erwähnen, die mittlerweile auch auf der Webseite des BAFAs zu finden sind. Und wie ist jetzt sozusagen diese Handreichung auch rechtlich einzuordnen? Ist die auf dem gleichen Stellenwert wie das Gesetz? Ist das eine reine Handlungsempfehlung? Wie wird das in der Praxis dann sozusagen aussehen?
Genau, ist letztendlich eine Handlungsempfehlung. Das ist die Auffassung der Behörde, die am Ende das Lieferkettengesetz umsetzt und kontrolliert. Es ist natürlich nicht das Gesetz selbst. Das heißt, die Gerichte, wenn es irgendwann dann mal zu Bußgeldern kommen sollte, müssen das nicht so sehen, nicht so entscheiden wie das BAFA. Das heißt, es ist jetzt die Auffassung der umsetzenden Behörde. Und so muss man das auch verstehen. Natürlich wollen sich Unternehmen nachvollziehbarerweise orientieren an Behördenansichten, damit man am Ende weniger Risiken fährt, irgendein Bußgeld zu kassieren. Letztendlich muss man es aber nicht. Wenn man eine gewisse Risikogeneigtheit hat, dann kann man auch sagen, okay, wir weichen hier ab oder wir, und das wird man auch nochmal an der einen oder anderen Stelle sehen, werden wir auch thematisieren, nutzen eben die Unklarheiten in den Formulierungen, die Spielräume, die hier gegeben werden. Vielleicht kann ich an der Stelle nochmal kurz was dazu sagen, wie ordnen wir diese Handreichung ein, einfach mal so von den Inhalten her. Also wir denken, dass sie nur sehr bedingt hilfreich ist. Teilweise werden da zwar Fragen beantwortet, teilweise aber auch nicht. Teilweise werden neue Fragen aufgeworfen. Gerade wenn man sich jetzt vielleicht mit dem Thema Risikoanalyse noch nicht so vorher beschäftigt hat, dann ist die Handreichung eher eine Herausforderung, weil man von den Begrifflichkeiten, die dann ins Spiel gebracht werden, weil man von der Darstellung wirklich Schwierigkeiten hat, dem allem so zu folgen. Wenn man es positiv sehen möchte, und das sollte man ja vielleicht, weil es jetzt nun mal in der Welt ist es so, dass die Handreichung zumindest nach unserer Erfahrung nicht die Ansätze, die wir selbst vorher empfohlen haben oder auch die wir bei Unternehmen gesehen haben, wie die Risikoanalyse angegangen wird, über Bord zu werfen sind, ja, sondern weiterhin existiert Spielraum für Unternehmen. Das ist natürlich auf der einen Seite Rechtsunsicherheit, die es mit sich bringt. Man hätte sich gewünscht, dass die Handreichung wirklich gewisse Fragen ganz klar beantwortet, sodass man einfach nur noch wie eine Checkliste als Unternehmen diesen ganzen Prozess Risikoanalyse abhaken kann. Andererseits ist es natürlich mit solchen weiteren Formulierungen, mit Unklarheiten, die verbleiben, auch schwierig am Ende für das BAFA, eine Risikoanalyse als unangemessen zu erachten und dann auch ein Bußgeld zu verhängen. Also einige Fragen bleiben offen, verwirrend an einigen Stellen eher formuliert, aber wenn man was Positives mitnehmen will, letztendlich weiterhin Handlungsspielraum für die Unternehmen und genau. Und was gibt es oder gibt es in der Handreichung nun Neuerungen, möglicherweise sogar Abweichungen zum bestehenden Gesetz? Und wenn ja? Genau, da wird ja immer so ein bisschen, liest man auch vorgeworfen, das BAFA geht hier teilweise über das Gesetz hinaus. Gibt viele Punkte, über die wir jetzt mal sprechen könnten. 2 Punkte, glaube ich, wären ganz interessant, die man mal hervorheben könnte. Das ist einmal die Fußnote 4 in der Handreichung. Da wird sehr beiläufig erwähnt, dass die Konzernobergesellschaft die Sorgfaltspflichten nicht nur auf Tochter- und Enkelgesellschaften erstrecken muss, auf die sie bestimmenden Einfluss ausübt, sondern eben auch auf die Lieferkette dieser verbundenen Gesellschaften. Das heißt, die Mutter muss auch die Lieferanten der Tochter sich angucken in der Risikoanalyse. Das war bisher noch nicht so ganz so klar. Ursprünglich gab es da mal eine entsprechende Frage und Antwort in den FAQ des BEMAS, die wurde dann wieder rausgenommen und es hieß dann mündlich seitens des BAFAs, das würde noch geprüft. Jetzt scheint diese Prüfung abgeschlossen zu sein, wenn das jetzt nicht nur ein Versehen ist, dass es hier beiläufig erwähnt wurde, sondern jetzt ist es so, dass hier nochmal gesagt wurde, nein, also eine Obergesellschaft, die bestimmten Einfluss ausübt, muss für alle Töchter, Enkel, Urenkelgesellschaften, auf die sie diesen bestimmten Einfluss ausübt, auch die Lieferkette prüfen. Und das kann natürlich dann bei einem international agierenden Konzern mit Tochtergesellschaften im Ausland deutlich weitergehend sein, weil da natürlich dann deutlich mehr Lieferanten zu prüfen sind und weil oft natürlich im Ausland auch
andere Systeme unter Umständen herrschen und man dann die Lieferanten der Tochtergesellschaften nicht so einfach über ein in Deutschland existierendes SAP-System einfach nur zusätzlich sich angucken muss, sondern erstmal überhaupt sammeln muss, wer ist das überhaupt. Mhm. Das heißt aber nicht zwingend, dass die Obergesellschaft alles selbst machen muss für alle Töchter, sondern sie kann auch an die Töchter delegieren, sodass diese sozusagen die Risikoanalyse für ihren Bereich durchführen. Sie muss nur sicherstellen, dass es eben über alle Töchter passiert. Genau, sie muss es sicherstellen, sie muss es überwachen. Sie ist letztendlich die das verantwortliche Rechtssubjekt unter dem Gesetz, um sicherzustellen, dass die Sorgfaltspflichten und die Risikoanalyse dann eben auch eingehalten werden. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Ja. Und was bedeutet das für die Berichtspflicht der Obergesellschaft? Muss diese dann über alle Töchter und alle Lieferanten aller Töchter berichten? Genau, das ist jetzt erstmal mit diesem Punkt noch nicht geklärt. Da gibt es in den FAQs wiederum einen eigenen Abschnitt. Wie ist das denn jetzt eigentlich mit Doppelverpflichtungen in einem Konzern? Und da wird auch auf Berichtspflichten eingegangen, allerdings nicht so ganz deutlich, wie man sich wünschen würde. Wenn man, dort wird die Situation beschrieben, dass wenn man in einem Konzern die Obergesellschaft hat, die unter das Gesetz fällt, aber auch eine Konzerntochtergesellschaft, die drunter fällt und es wird kein bestimmter Einfluss ausgeübt, dann sind es 2 separate Berichte, die abzugeben sind. Im Umkehrschluss könnte man dann sagen, wenn bestimmter Einfluss ausgeübt wird und noch zusätzlich eine Tochtergesellschaft runterfällt, dann ist nur ein Bericht abzugeben, aber das ist leider dann nicht dort so klar genannt. Wir gehen aber davon aus, dass es da nochmal eine Klarstellung des BAFAs gibt, vielleicht nicht jetzt direkt, aber spätestens, wenn dann die ersten Berichte abzugeben sind, weil dann muss ja klar sein für ein Unternehmen, für einen Konzern, wie viele Berichte müssen wir jetzt eigentlich abgeben. Mhm, mhm. Super. Ich sehe ein paar schon recht pointierte Fragen. Ich glaube, wir heben uns diese besser für das Ende auf, denn wir haben ein recht dichtes Programm und wir wollen sicherstellen, dass wir vor 12 Uhr auch unseren Hauptteil beenden. Deswegen gehen wir noch auf die zweite wesentliche Neuerung ein, die aus der Handreichung entstanden ist. Genau, also Neuerung beziehungsweise Klarstellung der Behördenauffassung. Es war bisher auch noch nicht so ganz eindeutig, weil es das Gesetz eben nicht ganz eindeutig darstellt. Neben der regelmäßigen, einmal jährlich stattzufindenden Risikoanalyse soll man ja auch noch eine anlassbezogene Risikoanalyse durchführen. Bei substanzierter Kenntnis ist es klar, dass es sich auf die mittelbaren Zulieferer erstreckt. Bei der anlassbezogenen, und das ist sozusagen das, was jetzt hier auch noch etwas überrascht hat zumindest, soll es sich auch auf die mittelbaren Zulieferer erstrecken. Wenn also eine Veränderung in der Geschäftstätigkeit existiert, soll man nicht nur sich die unmittelbaren Zulieferer und den eigenen Geschäftsbereich anschauen müssen, sondern auch die mittelbaren. Wir gehen da später nochmal drauf ein. Das war so aus dem Wortlaut bisher nicht so eindeutig. Es gab Stimmen in der Literatur, die das so oder so gesehen haben, aber da konnte man auch gut argumentieren und kann es natürlich auch immer noch, ja, weil das Gesetz ist ja letztendlich die Basis und am Anfang gesagt, man muss es nicht alles so sehen wie die Behörde hier, aber konnte man und kann argumentieren, der 5 Absatz 4 des Lieferkettengesetzes, der regelt gar nicht die Reichweite, sondern regelt nur das, wann muss ich die anlassbezogene Risikoanalyse durchführen. Und sagt eben nicht, ich muss auch die mittelbaren. Da wird zwar davon gesprochen, dass man bei anlassbezogen die Lieferkette sich anschauen muss. Nur dann hätte man hier sogar konsequenterweise sagen müssen, nach der Lieferkettendefinition des Gesetzes müsste man dann auch die Kunden sich sogar noch angucken. Von daher ja, kann man darüber streiten, aber es ist ein zweiter interessanter Punkt, der hier erwähnenswert ist, der sich aus der Handreichung ergibt. Mhm, mhm. Und einer, der, denke ich, schon auch in seinem Umfang doch überraschend auch kam. Ja. Genau. Zumindest für mich. Gut, das war mal so ein kurzer Überblick über wesentliche Neuerungen, die sich aus der Handreichung ergeben, die auch, sag ich mal, gegenüber des Gesetzes eine gewisse Abweichung darstellen. Wir wollen jetzt nun im zweiten Block diese 4 Fallgruppen beleuchten, die eben das BAFA auch in der Handreichung darstellt, zur Durchführung der Risikoanalysen.
Das sind also einerseits 2 Fallgruppen für die regelmäßige Risikoanalyse, also die einmal jährlich durchgeführt werden muss. Fallgruppe 1 ist da eben die regelmäßige Risikoanalyse im eigenen Geschäftsbereich. Fallgruppe 2 die regelmäßige Risikoanalyse bei unmittelbaren Lieferanten. Und dann Fallgruppen 3 und 4 jeweils bezüglich der anlassbezogenen Risikoanalyse, einmal bei substantivierter Kenntnis hinsichtlich mittelbarer Lieferanten und einmal bei einer Erweiterung der Risikolage. Ja, und diese Fälle werden wir nun einzeln betrachten. Wir beginnen mit der regelmäßigen Risikoanalyse bei unmittelbaren Lieferanten, da das jene ist, die auch sozusagen die Pre-Rev-Kunden heute am meisten beschäftigt. Wir werden aber auch noch zur regelmäßigen Risikoanalyse im eigenen Geschäftsbereich kommen, dann als letzten Punkt. Das heißt, nun eine Analyse, welche Hilfestellungen, welche Anleitungen gibt die BAFA-Handreichung zur regelmäßigen Risikoanalyse bei unmittelbaren Lieferanten. Genau. Das haben wir hier mal in 5 Schritte aufgeteilt, die sich so aus der Handreichung ergeben. Das ist erstmal die Vorbereitung der Risikoanalyse. Das ist auch wieder so ein Punkt, der ist in dieser Form als eigener Schritt neu in der BAFA-Handreichung zu finden. Dann Schritt 2 und 3, die Risikoidentifizierung, erstmal abstrakt und dann konkret. Danach die Gewichtung und Priorisierung auf Basis der gesetzlichen Angemessenheitskriterien. Und dann letztendlich noch wird auch in der BAFA-Handreichung thematisiert. Maßnahmenplanung haben wir das jetzt mal genannt, also letztendlich die Planung der Präventions- und Abhilfemaßnahmen, die sich auf Basis der identifizierten und gewichteten Risiken ergibt. Und dann gibt es noch diesen eigenen Punkt, Datenerfassung Hochrisikolieferanten, auch etwas, was nochmal neu in der BAFA-Handreichung zu finden ist, dass man bei Hochrisikolieferanten nochmal ganz besondere Daten aufnehmen soll. Wir gehen jetzt jeden Punkt mal durch. Hier ist jetzt Schritt 1, Vorbereitung. Da heißt es dann in der Handreichung, dass man sich erstmal einen Datenüberblick verschaffen sollte. Und dann werden hier Beispiele genannt, was das alles umfasst. Einmal Unternehmensstruktur, also eher auf den eigenen Geschäftsbereich bezogen, und dann Beschaffungsstruktur eher auf die Lieferantenstruktur bezogen. Wie sieht das da eigentlich im eigenen Unternehmen aus? Da kann man sich jetzt natürlich streiten, auch über die Sinnhaftigkeit. Ja? Also brauche ich genau diese Sammlung zu meinen Konzerngesellschaften und zu meiner Beschaffungsstruktur, damit ich diese Risikoanalyse durchführen kann? Oder kann ich nicht sogar, auch wenn ich nur eine Liste zum Beispiel jetzt mal bei den unmittelbaren Lieferanten aller unmittelbaren Lieferanten habe, einfach starten mit der Risikoanalyse, oder muss ich jetzt hier noch diese Beschaffungskategorien bilden, Beschaffungsländer, wie viel Zulieferer pro Kategorie und Land, Auftragsvolumen? So ganz klar, wie sich das einbettet in den Zusammenhang mit der durchzuführenden Risikoanalyse, ergibt sich nicht. Das Einzige, was angesprochen wird, ist, dass man aus diesem Datenüberblick Ableitungen treffen soll für den Art und Umfang der Geschäftstätigkeit. Das ist nämlich auch ein bisschen, sagen wir mal, sonderbar. In der Handreichung heißt es, Art und Umfang der Geschäftstätigkeit ist übergreifend zu berücksichtigen. Das heißt, man soll jetzt nicht dieses Kriterium einfach neben die anderen, also neben Einflussvermögen, Verursachungsbeitrag, Gefahrenpotenzial setzen, sondern sozusagen überspannend betrachten auf Basis der entsprechend gesammelten Daten, die hier dargestellt sind. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Aber letztendlich ist unsere Vermutung, dass man das eben nochmal dann als Kriterium nehmen soll, Art und Umfang der Geschäftstätigkeit, um nachzujustieren. Ja? Also um zu sagen, okay, vielleicht ein Risiko, was wir eingestuft haben, das müssen wir nochmal höher einstufen, oder müssen wir uns besonders angucken, oder eine Maßnahme, die wir ergreifen, muss schärfer sein als eigentlich, was das Ergebnis der Risikoanalyse ist, weil wir eben in Art und Umfang der Geschäftstätigkeit hier besonders weitreichend tätig sind. Ja? Also vielleicht nochmal als Korrektiv auf Basis dieser gesammelten Daten.
Das ist der erste Schritt Vorbereitung. Der nächste Schritt, das, was bisher auch viele Unternehmen schon angefangen haben, schon angegangen sind, abstrakte Risikobetrachtung, konkrete Risikobetrachtung. Abstrakt ist sicherlich das, wo wir uns alle darauf verständigen können. Das war ohnehin immer mal so die Idee der Vorgehensweise, dass man also nach Ländern, Branchen insbesondere, das wird auch in der BAFA insbesondere erwähnt, unterteilt und erstmal guckt, unabhängig von dem einzelnen Lieferanten, ist der in einem Land ansässig, das in öffentlich zugänglichen Indizes als Risikoland eingestuft wird. Ist er in einer Branche tätig? Liefert er Waren, die auch als menschenrechtlich, umweltbezogen risikobehaftet angesehen werden? Da war vor der Handreichung nicht so ganz klar, reicht ein reines Länderscoring. Das ist jetzt mit der Handreichung, wenn man sich daran hält, geklärt sozusagen, dass eben ein reines Länderscoring jetzt nicht reicht, sondern dass man daneben auch noch so etwas wie Branchen legen sollte und dann das kombiniert und guckt, okay, wo habe ich Länderrisiken, wo habe ich Branchenrisiken und dann schon mal in diesem ersten abstrakten Schritt einige Lieferanten, die weder noch in eine dieser Kategorien fallen, aussortiere oder die über ein gewisses Scoring, auch da ist letztendlich viel im Ermessen des Unternehmens. Wie mache ich das Scoring so, dass ich sage, okay, alles darüber erachte ich als abstraktes Risiko, alles darunter nicht. Das wird dann aber auch schwer, wenn das BAFA nichts vorgibt, hatte ich am Anfang angesprochen, zu sagen, das ist jetzt nicht mehr angemessen. Klar, wenn ich sage, es gibt eigentlich nur ein Land auf der Welt und eine Branche, die ich als Risikobranche eingestuft hat. Ansonsten in meiner Logik ist alles vollkommen unproblematisch. Dann wird man sich natürlich dem Vorwurf ausgesetzt sehen, dass das wirklich vollkommen willkürlich und nicht mehr angemessen ist. Aber ich sage mal, je nachdem, wie man es justiert, glaube ich, ist da vieles noch möglich. Das, wie gesagt, der erste Schritt, abstrakt, und dann als nächster Schritt die konkrete Risikobetrachtung. Konkret wird, das ist auch wieder eine Schwachstelle in der Handreichung, nicht klar formuliert, was das genau bedeutet. Also wie kann ich denn konkret die Risiken betrachten? Muss ich das über ein Web-Screening machen? Muss ich das über eine Datenbank machen, in der Informationen zu unmittelbaren Zulieferern enthalten sind? Ist es internes Wissen, auf was ich da zurückgreifen muss, sind das Fragebögen, die ich Lieferanten schicken muss. Also auch da ist sozusagen vieles möglich. Da kann man an einiges denken, was in Betracht kommt, aber letztendlich keine klare Vorgabe, so muss man es machen. Einfach nur die Vorgabe nach der abstrakten folgt die konkrete Risikobetrachtung. Eine Frage, Sebastian, die sich auch gerade in den Fragen hier wieder häuft, ist: Gibt es in der Handreichung eine Konkretisierung zu der Selektion der Lieferanten, die in die abstrakte Risikobetrachtung kommen? Also gibt es hier so etwas wie eine Wertgrenze, ein Wesentlichkeitskriterium, das eben auch dann die Möglichkeit gibt zu sagen, ich schließe eine gewisse Gruppe, eine gewisse Art von Lieferanten per se auch bei der abstrakten Risikobetrachtung aus? Gibt es hier Anhaltspunkte? Genau, also das ist so ja der Dauerbrenner unter den Fragen, weil das natürlich für viele Unternehmen die Risikoanalyse erleichtern würde, wenn man sagt, okay, wir machen einen Spend von 100.000 Euro oder mehr, den wir einziehen. Am Ende muss man da ganz klar sagen, es ist ein Risiko und man muss überlegen, ob man dieses Risiko eingehen möchte, weil man natürlich dann es der Behörde in gewisser Weise einfach macht, wenn sie jetzt in den ersten Berichten nicht ein Auge zudrückt, was wir alle nicht wissen, was gut sein kann, dass man sagt, okay, nee, wir wollen jetzt die Unternehmen, die Wirtschaft nicht zu sehr belasten. Deswegen wird erstmal mit Hinweisen gearbeitet, mit einem Monieren, dass man was besser machen soll oder ob direkt ein Bußgeld verhängt wird. Aber man macht es natürlich der Behörde leicht, weil sie theoretisch sagen kann, das Gesetz gibt vor, man soll die unmittelbaren Lieferanten in der Risikoanalyse betrachten. Und wenn man das nicht macht, weil man Hunderte, Tausende, wie viele dann auch immer aussortiert ist, dann ist natürlich der Vorwurf einfach zu sagen, ja, du hast diese Risikoanalyse mit Blick auf so und so viele Lieferanten nicht durchgeführt. Und dann kann man natürlich auch versuchen,
Argumente dagegen zu finden, indem man sagt, ja, bei denen habe ich ja gar kein Einflussvermögen und deswegen habe ich sie mir nicht angeguckt, weil wenn das kleinere sind, dann gehe ich davon aus, dass ich auch da nicht so viel verändern kann. Aber ne, wissen tut man es nicht. Und das ist natürlich auch etwas pauschaler als Argument, weil das ja in vielen Fällen so sein mag, aber man wahrscheinlich auch nicht sagen kann, es trifft jetzt auf alle zu, sondern der Verdacht naheliegt, dass man das natürlich macht, weil es eine geringere wirtschaftliche Bedeutung für das eigene Unternehmen hat, diese Lieferanten zu betrachten und weil es natürlich Arbeitserleichterung ist, was vollkommen nachvollziehbar ist. Aber da wäre eben zu überlegen, ob man, um jetzt nicht nur destruktiv das sozusagen abzutun, sondern auch konstruktiv zu überlegen, ob man nicht zumindest mal so einen Cross-Check für die Lieferanten unterhalb des Spans auch einführt, also auch nochmal schaut, was sind das eigentlich für Länder, für Branchen, weil möglicherweise ist es ja am Ende so, dass auch bei den kleineren Lieferanten, das setzt natürlich voraus, dass ich ein gutes Lieferantenmanagementsystem habe, in dem ich schnell auf sowas wie Länder, Branchen zurückgreifen kann, dass bei den kleineren gar nicht so viele dabei sind. Ja, und dann könnte ich dann in einem zweiten Schritt bei der Gewichtung und Priorisierung relativ schnell sagen, da habe ich kein Einflussvermögen oder da sind noch andere Angemessenheitskriterien als gering einzuschätzen und deswegen ergreife ich da keine Maßnahme. Weil das ist ja auch immer noch eine Option, dass man erstmal die Gesellschaft, die Lieferanten in die Betrachtung aufnimmt und dann sagt, okay, aufgrund der Gewichtung und Priorisierung mache ich da aber keine Maßnahme. Genau, dann wäre als nächstes genau dieser Schritt, Gewichtung und Priorisierung auf Basis der Angemessenheitskriterien, letztendlich mit dem Ziel zu entscheiden, bei welchen Lieferanten ergreifen wir jetzt, bei welchen Risikolieferanten ergreifen wir welche Präventions- und Abhilfemaßnahmen. Da gibt das Gesetz sozusagen in Anhang 1, die Handreichung in Anhang 1 gliedert nochmal etwas detaillierter auf, was verbirgt sich hinter diesen Angemessenheitskriterien, nochmal wie so eine Checkliste wird dort gesagt, okay, was ist letztendlich unter Einflussvermögen zu verstehen. Genau, das vielleicht mal an der Stelle. Wir kommen zu den Angemessenheitskriterien auch nochmal beim eigenen Geschäftsbereich. Und zu guter Letzt die Maßnahmenplanung. Die Handreichung nimmt hier noch so ein bisschen andere Begriffe, die verwendet sowas wie Heatmap. Heatmap kann man natürlich sagen, ist eigentlich, wenn ich das Gewichte und priorisiere und dann farblich darstelle, wer ist eigentlich wie, schon sowas wie eine Heatmap und Maßnahmenplanung. Da sagt die Handreichung Risikoinventar, das ist der Begriff, der da verwendet wird, letztendlich aber auch einfach nur eine Darstellung, okay, das ist das Risiko, was wir festgestellt haben, das haben wir so eingeordnet, zuständig ist jetzt diese Person oder diese Abteilung und als Maßnahme ergreifen wir dieses oder jenes. Und wenn man das in einer gewissen Form dokumentiert hat, dann ist letztendlich das, was sich da hinter diesem Begriff Risikoinventar, der auch so das erste Mal auftaucht, zu verstehen ist. Was hier noch zusätzlich ist, unten Datenerfassung Hochrisikolieferanten eben auch als Vorschlag oder Auffassung der Behörde in der Handreichung, um die Transparenz weiter zu schaffen bei Hochrisikolieferanten, die Sammlung der hier aufgelisteten Angaben. Eine Frage, Sebastian, die ich auch immer wieder sehe und jetzt auch gerade hier sehe, können denn deutsche Lieferanten per se auch ausgeschlossen werden, da diese ja selbst das Gesetz erfüllen müssen? Also durch diesen Umstand, also Lieferanten mit mehr als 1000 oder 3000 Mitarbeitern in Deutschland, die selbst das Gesetz erfüllen müssen, können diese denn ausgeschlossen werden? Genau, also da würde ich genau diese Unterscheidung treffen. Lieferanten, die selbst das Gesetz erfüllen müssen, da ist also auch wieder die Frage, schließe ich die direkt aus? Ja, ich denke, da kann man bei dieser abstrakten Risikoanalyse sagen, ja, also das ist für mich da ein Kriterium,
bei dem ich sage, die müssen das selbst erfüllen. Zudem sitzen sie auch noch in Deutschland. Also selbst wenn sie in einer Branche sind, die risikobehaftet ist, gehen sie das aber selbst an. Also da denke ich, kann man mit dem Angemessenheitsbegriff argumentieren. Das setzt natürlich voraus, dass ich auch weiß, ob die drunter fallen und ab wann die drunter fallen. Ja? Das wird bei einzelnen großen Namen ohne weiteres möglich sein. Da wird man sagen können, ja, da müssen wir gar nicht groß recherchieren. Da wissen wir, die haben über 3000 Beschäftigte im Inland. Bei anderen ist das aber vielleicht gar nicht so genau klar. Und die Frage ist, wie viel Arbeit macht das? Das hängt dann wieder davon ab, wie viele Lieferanten man insgesamt hat. Wie viel Arbeit macht das, durchzugehen? Wer fällt selbst unter das Lieferkettengesetz? Die andere Frage ist dann nämlich, wie ist das mit Lieferanten in Deutschland, die nicht unter das Gesetz fallen? Da gab es ursprünglich mal die Idee, gibt es auch ein Gutachten von einem wissenschaftlichen Beirat im Wirtschaftsministerium, die sagten, ja, man plädiert dafür, dass es Länderlisten gibt, dass man sagt, okay, gewisse Länder, die sind erstmal aus der Prüfung auszuklammern, weil sie per se keine risikobehafteten Länder sind. Und dann würden natürlich EU-Mitgliedstaaten, Deutschland rausfallen. Aber das ist natürlich so jetzt nicht im Gesetz drin, sondern das ist eine Stellungnahme, die mit dem Gesetz erstmal nichts zu tun hat. Hier in der Handreichung heißt es jetzt erstmal, man muss nach Länder- und Branchenrisiken unterscheiden, sich die angucken. Und wenn man eins von beiden zutrifft, müsste man dann in den nächsten Schritt gehen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Länderrisiko ist bei Deutschland 0 oder gering oder wie auch immer. Aber wenn man jetzt per se sagt, das betrifft jede Branche und das gibt eigentlich gar keine Branche mehr, die überhaupt irgendein Problem in Deutschland darstellen könnte, dann schneidet man natürlich diesen zweiten Punkt Branchenrisiken komplett ab. Am Ende auch wieder, muss man sagen, hängt es mit der Risikoaffinität ab, wenn man sagt, okay, ich gliedere EU-Mitgliedstaaten komplett aus, dann ist das Risiko höher, als wenn ich sie erstmal mit aufnehme und dann vielleicht wiederum auf Ebene der konkreten Risikobetrachtung, ja, weil da kann ich ja auch noch zum Ergebnis kommen, der Lieferant ist jetzt individuell gar kein Problem und deswegen gehe ich gar nicht weiter in die Maßnahmenplanung. Also erst auf späterer Ebene das dann ausgliedere, als per se es rausnehmen. Also ich weiß, die Antwort wäre schöner, wenn sie anders wäre, aber das ist unsere Auffassung, dass je weiter früher ich etwas komplett ausklammere und sage, auch am Ende in einem Bericht, das habe ich mir gar nicht angeguckt, das Risiko natürlich dann höher ist, dass man sich einem Vorwurf der Behörde ausgesetzt sieht. Danke. Gut, dann möchten wir jetzt zu dem Punkt kommen, wo wir die Vorgaben und die BAFA-Handreichung zur Risikoanalyse bei unmittelbaren Lieferanten mit der Umsetzung in Pre-Wave vergleichen wollen. Und ich denke, viele der Teilnehmer kennen diese Grafik. Das ist das Modell, das wir also auch bei Pre-Wave seit Anbeginn dieses Jahres anbieten zur Durchführung der Risikoanalyse und zur Erfüllung des Lieferkettengesetzes, nämlich wir arbeiten von Anbeginn eben in einem ersten Schritt mit Länder- und Branchenrisiken und führen dann eben auf jene Lieferanten, die eben sowohl entweder in einem Risikoland oder in einer Risikobranche sind, ein sogenanntes Medien-Screening durch, das auch in weiteren Bereichen im Kontext von 63-Grad-Scoring auch durch zum Beispiel kundeninterne Informationen ergänzt werden kann, also eben eine konkrete Risikoanalyse auf jene, die eben in einem Risikoland oder in einer Risikoindustrie sind. Und daher sozusagen war auch die Darstellung des BAFA über die Schritte der Risikoanalyse, die Begrifflichkeiten zunächst abstrakt, dann konkret zu arbeiten, für uns sehr positiv, denn es lässt sich sehr gut mit dem von uns bereits gewählten Ansatz vergleichen. Der erste Schritt der Vorbereitung, Thema Datenaufbereitung, Überblick verschaffen, passiert zu weiten Teilen
beim Kunden selbst. Also hier geht es eben auch ganz konkret darum, die Daten zu konsolidieren, zu sammeln, auch aus verschiedensten Bereichen, auf verschiedensten Systemen. Bei manchen Kunden eben auch von ihren Töchtern, weltweiten Standorten, diese Lieferanteninformationen zu sammeln, zu konsolidieren. Auch die Anforderungen, die wir bezüglich der Datenbereitstellung an unsere Kunden stellen, nämlich dass wir unsere Kunden anhalten, eine Kategorie, das heißt eine Warengruppe, eine Commodity zum Lieferanten mitzuliefern und auch Spendwerte, entweder als konkreter Jahresspend oder als Gruppierungswert, entspricht eben auch hier den in der Handreichung genannten Anforderungen und bedeutet eben auch, dass eben genau im Zuge dieser Vorbereitung die Unternehmen eben auch intern diesen Überblick sich verschaffen müssen und die Daten dann eben konsolidiert in die Risikoanalyse nach Pre-Wave einmelden. Dann kommt es eben zur abstrakten Risikoanalyse, also all diese Lieferanten, die hier im Pre-Wave dann gemeldet werden, werden dann abstrakt nach der Begrifflichkeit der Handreichung über Länder und Branchen, Indizes und Scores bewertet. Hier greifen wir ja auf auch ganz konkret je genannter Rechtsposition, also je geschützter Rechtsposition, Menschenrecht, Umwelt, auf ganz konkrete Indizes zurück. Hier gab es auch eine Frage, die ich beobachtet habe. Also das BAFA nennt ja auch in der Handreichung im Anhang auch eine Liste von Indizes und möglichen Quellen für solche Länder- und Branchenrisiken. Wir analysieren die, beziehungsweise haben sie auch schon zum Teil analysiert, mit dem Ergebnis, dass sich sehr wenige davon tatsächlich eignen, sie für einen verwertbaren Risikoindex heranzuziehen. Viele sind eher, sage ich mal, qualitative Recherchen in gewissen Branchen. Aber vielleicht auch an dich die Frage, Sebastian, siehst du sozusagen in den Anhängen, wir haben ja auch im Rahmen des Rechtsgutachtens also die Länderindizes geprüft, siehst du da auch Anlass, diese noch zu ergänzen? Nee, also ich sag mal, diese Anhänge, gerade bei diesen Länderindizes, also der Anhang 2 hier, der ist ja an der Stelle relativ vage. Ne? Es werden ja viele Quellen genannt. Bei dem Thema Indizes und Rankings werden aber nur so ein paar Human Development Index, Global Rights Index, Modern Slavery Index als Beispiele genannt. Und jetzt nicht abschließend aufgelistet, welche Länderindizes heranzuziehen sind. Deswegen gibt es da jetzt keinen unmittelbaren Bedarf, so und so viel noch zu ergänzen, weil sich das jetzt aus der Handreichung ergeben würde. Mhm. Ich sehe auch die Frage, also woher kommen eben diese Indizes und diese Daten für Länder- und Branchenrisiken im Bereich der Länderrisiken? Sind das eben eine Vielzahl von Indizes, die sich eben auf die unterschiedlichen Rechtspositionen beziehen. Zum Beispiel Index on Modern Slavery, diverse ILO, also International Labour Organization Indizes zur Arbeitssicherheit und Ähnlichem. Im Bereich der Branchenrisiken ist das ein von Pre-Wave selbst erzeugtes Scoring, das sich aus den historischen Informationen, die uns über Risiken in diesen Branchen vorliegen. Das haben wir deswegen so getan, weil es eben tatsächlich auch, soweit uns bekannt, keine systematische Bewertung aller Branchen gibt hinsichtlich menschenrechtlicher oder umweltbezogener Risiken. Daher haben wir das in diesem Bereich selbst getan, haben aber diese Ergebnisse auch abgeglichen mit eben Teilbewertungen, die eben für einzelne Branchen passiert sind. Ist auch ein Prozess, der sich also auch bei uns eben wiederholt. Aber ist sozusagen diesen Weg, den wir hier gewählt haben. Vielleicht noch als Ergänzung, ihr habt ja auch bei Pre-Wave sehr viele Indizes, die ihr nebeneinander legt, ne, je nach umweltbezogenen und menschenrechtlichen Risiken. Und es macht auch Sinn, dass man da mehrere nimmt, weil letztendlich, wenn man jetzt sich Indizes zur Hand nimmt, muss natürlich auch irgendwie das Risiko die Risiken aus dem Lieferkettensatz irgendwie in diesem Index zumindest mal annähernd abgebildet sein. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie einen Korruptionsindex
nehme. Und Korruption ist gar nicht menschenrechtliches Risiko oder umweltbezogenes Risiko, gar nicht vom Lieferkettengesetz abgedeckt, dann kann es natürlich gut sein, dass Länder, in denen Korruption herrscht, dass die auch schlecht abschneiden mit Blick auf die Risiken, die im Lieferkettengesetz genannt werden. Aber die Aussagekraft des Indexes ist natürlich dann nur sehr beschränkt. Mhm. Also um das jetzt auch nochmal hier eben mit diesem Trichter nochmal übereinander zu legen. Die Vorbereitung ist vorwiegend kundenintern. Das Ergebnis wird dann im Prewave hochgeladen. Diese Daten werden eben auch im Prewave hinterlegt. Das kann ich auch gleich nochmal kurz zeigen, wie das dann im System dargestellt wird. Dann haben wir eben hier alle Lieferanten, die eben durch diesen ersten Filter, nämlich wir sagen Peer Scoring, also eben die Länder- und Branchenbewertung wandern. Es bleiben dann eben jene übrig, die entweder in einem Risikoland oder in einem Risikobranche sind. Hier wird eben auch mit Schwellwerten in den Scores gearbeitet, so wie Sebastian das auch eingangs erwähnt hat. Zusätzlich, das ist etwas, das wir auch in der Praxis mit unseren Kunden schon leben, aber jetzt auch hier in der Handreichung nochmal explizit gemacht wird, also Art und Umfang der Geschäftstätigkeit kann hier noch ein zusätzliches Kriterium sein. Bedeutet, dass das eben auch eine Grundlage dafür gibt, zu sagen, also auch einen Lieferanten, der eben vielleicht weder in einer Risikobranche noch in einem Risikoland ist, wo ich aber eben einen sehr hohen Einfluss habe, wo ich einen sehr hohen Spend habe, der einfach ein Hauptbestandteil meiner Wertschöpfung ist, den nehme ich eben trotzdem mit rein. Ja, oder der ist eben einfach wesentlich in einem gewissen Risikofeld tätig, den nehme ich trotzdem mit rein. Das heißt also, es muss eben hier nicht nur Risikoland, Risikoindustrie sein, sondern eben auch gewisse Wesentlichkeitsmerkmale, die dann eben zusätzlich noch dazu führen, dass eben in diesen Schritt 3 weitere Lieferanten gezogen werden. Und diese Gruppe der Lieferanten, das ist eben auch branchenabhängig, wie viele sind das. Das gibt es natürlich Branchen, die haben nach der abstrakten Betrachtung, weil sie eben sehr viel in Deutschland beschaffen, weil sie hauptsächlich aus Nicht-Risikobranchen beschaffen, eben sehr einen geringen Anteil, der dann in diesem Schritt bleibt. Es gibt andere Branchen, die haben einen höheren Anteil, aber diese gehen dann in die konkrete Betrachtung. Und die konkrete Betrachtung bei Prewave ist eben für jeden dieser Lieferanten eine Medienprüfung, die durchgeführt wird. Und das ist eben ein Ansatz, der auch diesen Vorgaben der konkreten Analyse sehr gut entspricht. Denn hier betrachte ich eben konkret das Risiko und Vorfälle bei diesen Lieferanten. Und es ist eben auch im Vergleich zu einer Selbstauskunft ein Instrument, das ich eben jedenfalls für alle diese Lieferanten in einem gewissen Zeitraum durchführen kann. Die Selbstauskunft ist natürlich auch grundsätzlich ein Instrument, in dem ich konkret erheben kann, den Reifegrad eines Lieferanten. Er wird mir vielleicht nicht sagen, welche konkreten Probleme er hat, aber ich kann zumindest sehen, welchen Reifegrad hat er, welche Zertifizierungen hat er. Aber es könnten hier ja tausende Lieferanten in der konkreten Betrachtung sein. Und was mache ich eben, wenn ich am Jahresende hier erst 60-70% beantwortet habe? Das heißt, die Medienprüfung eben ein Instrument, eine konkrete Analyse garantiert für alle durchzuführen. Und dann eben als Ergebnis sozusagen bieten wir dann eben in Kombination mit diesen Risikobewertungen, das heißt Länder-, Industrie- und Medienbetrachtung, in Kombination mit dem Einflussvermögen, mit dem Verursachungsbeitrag eine Bewertung, also eine Gewichtung und Priorisierung an. Das ist dann eben der Schritt 4. Und in Folge dieses Schrittes Nummer 4 werden dann Maßnahmen geplant, wird eben dieses Risikoinventar, so wie es das BAFA sagt, wo ich dann eben für jedes Risiko, das ich identifiziert habe, entsprechend eine zuständige Person hinterlege, eine gewisse Zuständigkeit, auch möglicherweise einen Zeitplan oder eine mögliche Maßnahme hinterlege, die ich dann eben systematisch auch im System erfasst habe. Und so können wir eben auch diese Systematik, die das BAFA hier in der Handreichung vorgibt, sehr gut auch mit unserer Systematik abdecken. Im Sinne der Zeit würde ich sagen, gehen wir weiter und ich nehme an, wir werden ohnehin etwas überziehen. Wir versuchen mit dem Kernprogramm pünktlich fertig zu sein und dann im Frage-Antwort-Bereich können wir gerne auch noch im System den einen oder anderen Punkt betrachten. Sebastian, ich übergebe wieder an dich, nämlich zur Frage 3, die mittelbaren Lieferanten bei substanzierter Kenntnis.
Ja, danke dir. Genau. Also das ist dann eine weitere Fallgruppe, die in der BAFA-Handreichung dargestellt wird. Letztendlich ist der Ablauf, der da dargestellt wird, also den wir jetzt auch gerade kennengelernt haben mit der Risiko. Identifizierung, Gewichtung und dann Maßnahmenplanung ähnlich wie bei den unmittelbaren Lieferanten. Das interessante und der wichtigste Punkt ist ja, wann liegt substanzierte Kenntnis vor. Da könnten wir ein eigenes Webinar zu machen und der Begriff ist ja sehr heiß diskutiert. In Anbetracht der Zeit würde ich es hier aber kurz fassen. Ich schreibe gleich aber auch nochmal in den Chat einen Aufsatz, der jetzt kürzlich erschienen ist, von Stemmenberg in der NZG 2022, Seite 1093, in dem es nur um den Begriff der substanziierten Kenntnis gibt und den ich gut fand, weil da nochmal etwas genauer dieser Begriff seziert wird in seiner Entstehung und was damit gemeint ist und wie er zu verstehen ist. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man das nochmal nachliest. Was gibt es zu diesem Punkt an Informationen? In der Handreichung selbst steht nichts dazu, wann substanzierte Kenntnis vorliegt. Man findet aber in den BEMAS FAQ Ausführungen und natürlich auch in der Gesetzesbegründung, aber eben in den FAQ des Bundesarbeitsministeriums auch. Und da heißt dann eben, dass tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen müssen, aus denen sich ergibt, dass eine Verletzung einer menschenrechtlich umweltbezogenen Pflicht möglich ist. Genau, das wird dann mit Beispielen dargestellt. Das heißt zum Beispiel Berichte über schlechte Menschenrechtslage in der Produktionsregion, Zugehörigkeit eines mittelbaren Zuliefers zu einer Risikobranche, frühere Vorfälle. Diese also das mögliche Anhaltspunkte, die müssen im Unternehmen vorliegen, zum Beispiel über Beschwerdeverfahren, eigene Erkenntnisse oder Mitteilungen durch Behörden oder Dritte. Jetzt darf man das nicht so verstehen, dass jeder Bericht, den irgendjemand im Unternehmen im Fernsehen mitbekommt, dass es in einem Land insgesamt irgendwie schlechte menschenrechtliche Zustände gibt, dazu führen, dass man die gesamte Lieferkette transparent machen muss und sich alle mittelbaren Lieferanten anschauen muss, sondern es gibt eben gerade keine generelle Nachforschungspflicht des Unternehmens und am Ende ist es eine Einzelfallentscheidung. Wann ist diese Schwelle, also diese Aufgreifensschwelle, das ist jetzt substanzierte Kenntnis und da muss ich jetzt eben Sorgfaltspflichten mit Blick auf mittelbare Lieferanten erfüllen. Wann ist die erreicht? Und da heißt eben in den FAQs, dass je mehr sich ein Verdacht konkretisiert hat, desto höher ist der Aufwand, der bei der weiteren Verortung zumutbar ist. Man kann überlegen, je nachdem, ob es sich anbietet, dass man ein Schema sich mal überlegt mit verschiedenen Kriterien, wann ist eigentlich diese Schwelle erreicht, was habe ich hier für eine Quelle, die vorliegt, wie konkretisiert ist eigentlich hier der Vorwurf, ist das überhaupt in meiner Lieferkette verortbar oder ist das ganz allgemein gehalten auf ein Land oder ist zumindest eine Region, in der ich weiß, okay, das ist irgendwie begrenzt, da bin ich tätig, wie konkret sind die Ausführungen, wie ist die Schwere, wie ist die Eintrittswahrscheinlichkeit hier der möglichen Verletzung. Da könnten wir jetzt noch deutlich im Detail drauf eingehen. Wie gesagt, ich schreibe gleich den Aufsatz in den Chat, dann können Sie das da aber auch nochmal nachlesen. Ansonsten sind die Schritte eben hier, wie eben gesagt, wie bei den unmittelbaren Zulieferern im Wesentlichen. Der nächste Punkt, anlassbezogene oder Harald, hattest du noch was dazu? Nee, das passt. Perfekt, genau. Anlassbezogene Risikoanalyse, auch da würde ich es jetzt relativ kurz halten an der Stelle, weil wir ja gleich noch auf den eigenen Geschäftsbereich eingehen wollen und dem nochmal einen Moment schenken wollen. Anlassbezogen, auch da kann man sich fragen, ist dieser Begriff eigentlich weit zu verstehen oder ist er ja eng zu verstehen, so wie bei substanzierter Kenntnis man sich diese Frage eben auch stellt. Hier ist mal dargestellt, was findet sich zur Anlassbezogenheit in der Handreichung, was
befindet sich zur Anlassbezogenheit in der Gesetzesbegründung. Wir hatten ganz am Anfang schon gesagt, es sind ja auch die mittelbaren Zulieferer nach der Handreichung betroffen. Aber auch da muss man natürlich überlegen, wie soll das in der Praxis aussehen und was ist da letztendlich ein handhabbares Vorgehen. Wir denken, dass es auch hier bei dem Begriff der Anlassbezogenheit zahlreiche Stellschrauben gibt, mit denen man argumentieren kann und die es auch einer Behörde am Ende wieder schwer machen, zu sagen, okay, das ist völlig unangemessen und eben mit einem Bußgeld dann ist ein Bußgeld zu verhängen. Das heißt nämlich, es müssen wesentliche Veränderungen der Geschäftstätigkeiten sein. Das sind dann hier Beispiele aufgeführt, wie Schließung eines neuen Beschaffungslandes oder in Gesetzesbegründung bevorstehender Markteintritt, Produkteinführung. Und da kann man überlegen, ja, also sobald ich einen neuen Zulieferer in einem neuen Land habe, wird das wahrscheinlich nicht eine Erschließung eines neuen Beschaffungslandes sein. Dann kann man auch überlegen, habe ich da eine gewisse finanzielles Volumen, was ich einziehe, wo ich sage, okay, das ist erst eine wesentliche Veränderung. Dann gibt es, vielleicht kannst du einmal Harald nochmal die unteren Schritte aufdenken, dann heißt es ja auch, man soll sich bei der Anlassbezogenheit die Risiken betrachten, die durch diese veränderte Risikolage hinzugekommen sind und die offensichtlich sind, ja, die aufgrund der Veränderung der Geschäftstätigkeit offensichtlich sind. Auch da kann man überlegen, ja, was ist jetzt genau offensichtlich, wenn man nämlich hier sich mal anguckt, Ausbruch eines Konfliktes, einer Naturkatastrophe. Wenn ich das weit verstehe, würde das ja bedeuten, sobald ich irgendwo mitbekomme, es gab eine Naturkatastrophe, muss ich in den Ländern komplett meine gesamten mittelbaren Lieferanten erstmal herausfinden, weil es streckt sich ja auch die Mittelbahn, um zu gucken, ob die Katastrophe da irgendwelche Auswirkungen hatte. Auch da ist natürlich wieder die Möglichkeit, hier mit Begriffen wie Offensichtlichkeit zu argumentieren und zu sagen, naja, wenn ich jetzt weiß, es gab irgendwo eine Flutkatastrophe und die ist in eine gewisse Region in einem gewissen Land, kann ich natürlich schauen, wer sind meine unmittelbaren Lieferanten dort. Aber dann ist natürlich die Frage, muss ich darüber hinaus auch noch weitergehen und sagen, ich versuche in Erfahrung zu bringen, welche mittelbaren Lieferanten gibt es. Dann müsste man sich nämlich auch die Frage stellen, wie weit muss ich mir das angucken? Müsste ich dann meinen unmittelbaren Lieferanten fragen, sag mir mal bitte, welche deine Vorlieferanten in der Region, die von irgendeiner Katastrophe erfasst sind, welche dort sitzen. Also auch da ist, glaube ich, in der Praxis ein Weg zu wählen, der unter diesen Begrifflichkeiten des Gesetzes hier möglich ist, aber der trotzdem handhabbar bleibt. Aber du, Harald, hast ja auch vielleicht noch etwas wie Pre-Wave an der Stelle weiterhelfen kann. Also ich wollte nur auf diesen konkreten Fall, der auch interessanterweise in der Handreichung genannt wurde, auch für mich überraschend, nämlich eine Naturkatastrophe, die also in einer gewissen Region passiert und die eben Auslöser für eine anlassbezogene Risikoanalyse auch im mittelbaren Bereich sein kann. Ja. Ich wollte das nur kurz zeigen, dass diese Funktionalität im Pre-Wave bereits verfügbar ist. Also wir können zum Beispiel hier bei einer Flutkatastrophe in Jakarta, das war vor 2 Tagen, keine Katastrophe, es war eine Überflutung in Jakarta, eben aufzeigen, welche Tier 2 oder Tier 3 Lieferanten sind betroffen, mittelbar, welche Tier 1 Lieferanten sind dann eben unmittelbar sozusagen in der Kette betroffen. Wir können eben diese Informationen über Zolldaten, auch über öffentliche Informationen herleiten. Ich sehe aber auch die Frage und ich sehe auch ganz konkret den Punkt, nach der aktuellen, sagen wir, Formulierung der substanzierten Kenntnis, also wir haben gewisse Kunden, die gehen proaktiv diesen Schritt, auch weil sie eben, sage ich mal, medienwirksame Marken sind, an Endkonsumenten verkaufen und die wissen auch über das Reputationsrisiko, das sich aus solchen Themen ergeben kann, Bescheid und gehen deswegen ganz bewusst diesen Schritt. Man muss aber auch sehen, also wie viel substanzierte Kenntnis möchte ich mir selbst sozusagen auch schaffen. Ja, so, ich denke, das ist nun mal sozusagen dieser Zwiespalt, der sich aus dem aktuellen Gesetz ergibt.
bis es zur EU-Regulierung kommt, die dann wohl diesen Fall ohnehin nochmal neu definieren wird. Ja. Deswegen glaube ich, ist dieser Punkt vielleicht erstmal hinten anzustellen und bis zur Harmonisierung vielleicht der Europäischen Union dann besser strukturiert. Ja. Und jetzt noch zum Abschluss die Risikoanalyse im eigenen Geschäftsbereich. Auch da gibt es ja einige Konkretisierungen in der Handreichung, Sebastian. Genau, also das haben wir am Anfang schon mal gesagt, Überblick Unternehmensstruktur, relevant für den eigenen Geschäftsbereich, was muss ich da an Daten zu den einzelnen Gesellschaften, die entweder selbst runterfallen oder über den bestimmenden Einfluss vom Gesetz umfasst sind, sammeln. Dann auf der Basis eben auch wieder die Bestimmung der Art und Umfang der Geschäftstätigkeit. Da hatten wir schon am Anfang dargestellt, was ist eigentlich damit genau gemeint, dass die vor die Klammer gezogen ist und inwieweit betrifft das die Risikoanalyse. Deswegen können wir da, glaube ich, einfach mal weitergehen. Auf die nächste Folie auch. Genau, also eigener Geschäftsbereich, nach der Vorbereitung auch die Risikoidentifizierung, genauso wie im Bereich der unmittelbaren Lieferanten, kann man hier erstmal abstrakt vorgehen laut BAFA. Nur was bedeutet das genau? Abstrakt. Letztendlich kann ich ja in meinem eigenen Geschäftsbereich mir oder muss dann auch im zweiten Schritt mir das konkret angucken. Das heißt, diese abstrakte Betrachtung, die ist natürlich nur dann relevant oder besonders relevant, wenn ich sehr, sehr viele Gesellschaften habe im In- und Ausland und sage, okay, aufgrund der Vielzahl möchte ich hier auch schon fokussiert mir konkret nur einzelne betrachten und dann kann ich sagen, abstrakt sind ganz, ganz viele in völlig unproblematischen Bereichen tätig, unproblematischen Ländern ansässig, deswegen gucke ich mir nur einzelne an, aber das soll hier laut BAFA nur möglich sein, wenn es so viele Tochtergesellschaften sind, dass eine individuelle Betrachtung unzumutbar ist und da gehen wir davon aus, das müssen schon ein paar sein. Das heißt, wenn man jetzt geringere Zahl an Gesellschaften, die jetzt hier erfasst sind, hat, dann wird man auch in jeder Gesellschaft gucken müssen, was gibt es da konkret für Risiken. Wie kann man das machen? Eine Möglichkeit ist, dass man, geh nochmal eins zurück, bitte. Jo. Genau, dass man Checklisten verwendet, dass man die Risiken, die sich hier aus dem Lieferkettengesetz ergeben, Arbeitsschutzthemen, was man auch immer so alles im Kopf haben kann, über Checklisten an Verantwortliche spielt im Unternehmen, die befähigt sind, eben zu sagen, haben wir da ein Risiko oder nicht und das dann entsprechend zu melden. Wenn die jetzt eben nicht entsprechend geschult sind, müsste man das noch nachholen, dass da eine Befähigung da ist. Das müsste man auch für jede Gesellschaft, die in den Anwendungsbereich oder über den bestimmten Einfluss drunter fällt, unter das Gesetz machen. Und dann hätte man eine Sammlung der Risiken im eigenen Geschäftsbereich, weil ansonsten ist es natürlich viel Mutmaßung. Zu Recht sagen viele Unternehmen im eigenen Geschäftsbereich haben wir doch keine Risiken. Aber auch da muss man ja irgendeine Datengrundlage dem BAFA oder auf Nachfrage des BAFAs auch liefern können und nicht nur diese grobe Vermutung, naja, Arbeitsschutz ist bei uns eigentlich gar kein Thema, sondern da helfen dann natürlich konkrete Checklisten, weil wenn man ansonsten die Verantwortlichen im Unternehmen anspielt und sagt, hier, kannst du uns mal Arbeitssicherheitsbeauftragter bestätigen, dass wir keine Themen unterm Lieferkettengesetz haben, wird natürlich erstmal die Frage sein, was ist denn davon umfasst und was soll das denn eigentlich alles betreffen? Und ich werde jetzt nicht hier irgendwas unterschreiben, wenn dann am Ende das irgendein persönliches Risiko für mich darstellt. Deswegen, jetzt kannst du nochmal auf die nächste Folie gehen, haben wir Checklisten entworfen, in denen die gesamten gesetzlichen, menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken mal dargestellt sind. Das heißt, beim Arbeitsschutz wird dann zum Beispiel auf alle deutschen Gesetze, die die Grundlage ja hier bilden für deutsche Gesellschaften, die unter das Gesetz fallen, dargestellt. Das heißt, das Arbeitszeitgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, die Anforderungen aus den deutschen Gesetzen in Fragen formuliert, die man dann abhaken kann und dann am Ende einen ganz guten Überblick bekommt, haben wir da Risiken? Wenn ja, sind wir sie angegangen? Müssen wir sie noch angehen oder haben wir da gar kein Risiko? Mhm.
Ja, und da eben auch wir bei Prewave immer wieder mit der Frage konfrontiert werden, wie lösen wir denn die Risikoanalyse im eigenen Geschäftsbereich, wo ja eben auch die Anforderungen an Informationsbeschaffung ja auch höher ist wie von einem Lieferanten, haben wir uns auch gemeinsam mit Taylor Wessing entschlossen, diese Checklisten eben auch im Prewave-System zur Verfügung zu stellen. Wir werden also hier diese Checklisten, die eben seitens Taylor Wessing für die verschiedensten auch Rechtspositionen erarbeitet wurden, auch im System zur Verfügung stellen. Hier zum Beispiel Checkliste für den eigenen Geschäftsbereich Thema Arbeitsschutz. Dieser ist dann eben ein Fragebogen im System, der auf Deutsch oder auf Englisch zur Verfügung steht, der eben dann nicht an den eigenen Lieferanten, sondern eben an einen eigenen Standort oder an eine Tochtergesellschaft übermittelt werden kann. Und der Fragebogen ist im Wesentlichen so strukturiert, dass also die Fragen mit Ja zu beantworten sind. Eine Beantwortung mit Nein löst eben hier auch ein sogenanntes Red Flag, also eine schlechte Bewertung dieses Fragebogens aus, woraufhin dann eben wieder Maßnahmen, in dem Fall eben im eigenen Geschäftsbereich, eingeleitet werden müssen. Wenn Sie Interesse haben, diese Fragebogen auch für den eigenen Geschäftsbereich zu nutzen, dann kommen Sie gerne auf mich persönlich oder auf info@prewave.ai zu oder reden Sie mit Ihrem Customer Success Manager, können wir gerne für Sie auch mal testweise zur Verfügung stellen. Genau. Ansonsten haben wir im eigenen Geschäftsbereich auch die Vorgabe zu gewichten und zu priorisieren, wobei man da natürlich sagen muss, die gesetzlichen Kriterien sind im eigenen Geschäftsbereich etwas anders zu beurteilen, nämlich so etwas wie Einflussvermögen und Verursachungsbeitrag ist letztendlich immer gegeben, weil man natürlich im eigenen Unternehmen immer die Möglichkeit hat, und das sagt das Gesetz ja auch an anderer Stelle, dass man die Risiken, die dort sind, auch zu beenden hat, eben immer auch die Einflussmöglichkeiten und eine Verursachung existieren. Man kann dann natürlich mit Eintrittswahrscheinlichkeit schwerer, also mit den anderen Kriterien, noch zu einem Ergebnis kommen, dass man sagt, okay, nein, insgesamt ist es dann doch aber eine geringere Priorität, und wenn man mehrere Risiken hat, geht man dann eben in einer unterschiedlichen Reihenfolge die Themen an. Wenn man sowieso alle Risiken angeht, dann ist diese Gewichtung auch nicht besonders relevant, weil dann würde man ja sowieso die Risiken alle beenden. Und das ist auch dann der nächste Schritt, die Maßnahmen, die Vorgabe des Gesetzes, zumindest im Inland, dass Risiken im eigenen Geschäftsbereich beendet werden müssen. Also hier weitergehend als bei unmittelbaren Lieferanten. Genau. Jetzt haben wir ein bisschen überzogen, aber nicht viel, eigentlich ganz gut, 1 Stunde. Und genau, Harald, du hast ja eben schon gesagt, wir haben etwas länger Zeit. Und für die Folgetermine haben, tut es uns natürlich leid. Aber ansonsten würden wir jetzt einfach mal so ein bisschen die Fragen, die in der Zwischenzeit entstanden sind, noch oder Teile davon, gucken wir mal, wie lange wir es schaffen, wie lange jetzt hier noch überhaupt Teilnehmer bleiben. Würden wir die mal Wir versuchen, durchgehen. das Möglichste zu beantworten, und vielleicht gehen Leute, die auch rausgehen, dann noch in der Aufzeichnung sozusagen, bekommen sie dann ihre Antwort. Erste Frage vielleicht auch an dich, Sebastian. Die Checklisten, die eben gezeigten, eignen diese sich auch, um sie an Lieferanten zu schicken? Nee, das wäre in der Tat zu umfangreich. Man möchte ja handhabbar bei den Lieferanten vorgehen und da erstmal abstrakt zu einem Ergebnis kommen und dann konkret bei einzelnen Lieferanten, aber auch bei einzelnen Lieferanten halte ich jetzt diese Checklisten für zu detailliert. Für den eigenen Geschäftsbereich sind die hervorragend geeignet, weil sie da nämlich wirklich einen guten Überblick geben und jemand, der dann damit beschäftigt, betraut ist, das einmal durchgehen kann, und dann kann man auch im eigenen Geschäftsbereich auf der sicheren Seite sein. Aber bei Lieferanten wäre das eine Überforderung. Also da jemanden zu finden, der das überhaupt alles beantworten kann, will, das wird nicht funktionieren. Mhm.
Ja, Sebastian, ich denke, die Antwort ist klar, aber wäre das Auftreten eines Alerts in Pre-Wave eine substanzierte Kenntnis? Nee, also der Alert, der aufpoppt, also letztendlich hängt es ja davon ab, welche Lieferanten man in das Pre-Wave-System gibt. Ne? Das heißt, wenn man unmittelbare Lieferanten dort eingibt, die gescreent werden sollen, und dann gibt es einen Alert, dann ist es ja ein Alert zu einem unmittelbaren Lieferanten, sodass das nicht diesen Fall der mittelbaren Lieferanten betrifft, Mhm. 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 für die substanzierte Kenntnis ja nur relevant ist. Ja, also wir bieten, und das eben auch für einige Kunden, eben nicht für alle, eben auch heute schon Möglichkeiten an, sich proaktiv mit der tieferen Lieferkette zu befassen. Ja, das ist einerseits eine Vorbereitung auf die europäische Directive, wo das dann ohnehin erforderlich ist. Es gibt aber eben viele Kunden, die eben aufgrund sozusagen ihrer Ausrichtung, ihrer eben, ich habe schon vorher erwähnt, also der Wert der Marke, der Umstand, dass man eben sehr stark an Endkonsumenten verkauft und auch seitens NGOs da sehr stark im Fokus steht, geht man eben bewusst diesen Schritt und beschafft sich somit eben auch mehr substantierte Kenntnis, muss eben somit auch mehr Maßnahmen setzen. Das ist aber eben dann ein bewusster Schritt, der hier getätigt wird. Man kann das Pre-Wave-System auch so nutzen, dass man sich eben ganz konkret nur mit den Risiken bei seinen unmittelbaren Lieferanten auseinandersetzt und hätte dann auch keine substanzierte Kenntnis. Man könnte auch das Pre-Wave-System nutzen, um eben Flutkatastrophen zu überwachen. Das ist dann, würde ich sagen, eine Kundenentscheidung, ob man das tun möchte oder nicht. Eine Frage, die ich selbst kurz beantworten kann, gemäß Schweizer Verordnung über Sorgfaltspflichten, Transparenz, ist also hinsichtlich Kinderarbeit ein ganz konkreter Index genannt, nämlich der United Nations Children's Rights Atlas. Und wird dieser dann auch im Pre-Wave genutzt? Also wir arbeiten gerade daran, eben auch das Schweizer Gesetz konkret abzudecken. Und ja, in dieser Abdeckung des Schweizer Gesetzes würden Sie dann auch eine Risikoanalyse spezifisch auf die Faktoren des Schweizer Gesetzes durchführen. Und da würde dann eben dieser Index jedenfalls berücksichtigt. Ja. Ich habe auch noch hier eine, die könnte ich hier übernehmen. Und zwar Ergebnisse Risikoanalyse sollen laut Gesetz in die Grundsatzerklärung einfließen. Wann ist somit Ihrer Meinung nach die Grundsatzerklärung fällig? Die Grundsatzerklärung ist fällig, wenn man sich die FAQ des BEMAS anguckt, nachdem die Risikoanalyse durchgeführt wurde, also unverzüglich kann man, so ist es in den BEMAS FAQ, meine ich, ist die Formulierung, so dass man sich dann natürlich überlegen kann, was bedeutet das genau. Ein bisschen Zeitraum wird man da schon noch haben. Unverzüglich heißt ja sowas wie ohne schuldhaftes Zögern. Wenn ich dann noch überlege, aufgrund der Risiken, welche Maßnahmen möchte ich in Zukunft ergreifen, und stelle das auch in der Grundsatzerklärung dar, was ja auch letztendlich auch da rein soll, dann wird das meiner Meinung nach auch noch zeitlich passen, was also bedeutet, nach der Durchführung der Risikoanalyse, das heißt im laufenden Jahr 2023 muss ich die Grundsatzerklärung veröffentlichen. Was einige unserer Mandanten machen, ist, dass man schon ab dem 01.01.2023 eine Grundsatzerklärung hat, veröffentlicht, auf Basis vielleicht auch der Erfahrungen, die man bisher, oder Tätigkeiten, die man bisher schon, wie man bisher vorgegangen ist, und dann im Laufe des Prozesses, im Laufe der Risikoanalyse, der Präventions- und Abhilfemaßnahmen, das dann noch ergänzt. Dann hat man schon mal etwas und muss das nur noch dann im Laufe des Jahres anpassen. Eine Frage, die ich gerne kurz beantworten oder auf die ich kurz eingehen würde, eigentlich eine Stellungnahme. Der Ausschluss von bestimmten Ländern kann auch kritisch gesehen werden, siehe Borealis-Vorfall in Belgien. Also da ging es um ein sehr prominenter Fall, der kürzlich bezüglich Zwangsarbeit sozusagen aufgetreten ist. Es gab auch parallel einen zweiten Fall bei Hyundai in Nordamerika. Also man sieht in der Tat, also nur die Länderbetrachtung an sich ist nicht immer genug, klar, aber man braucht eben auch Methoden,
um sozusagen von 10.000 Lieferanten sozusagen eine Konkretisierung durchzuführen. Auch das ist natürlich klar. Aber ja, wäre das ein Lieferant mit großem Einfluss, dann wäre das sicherlich ein Thema, das man wissen muss und das man auch bearbeiten muss. Ja. Eine zweite Frage, Sebastian, die war schon ganz am Anfang. Mhm. Aus dem Kontext einer Konzernobergesellschaft, die Töchter auch in Deutschland mit mehr als 1.000 oder 3.000 Mitarbeitern hat, muss dann bei jeder Tochter auch ein eigener Menschenrechtsbeauftragter installiert werden oder kann das dann auf der Obergesellschaft bleiben? Genau, also da ist es so, dass das auf der Obergesellschaftsebene bleiben kann. Der Menschenrechtsbeauftragte ist ja ohnehin nur eine Empfehlung des Gesetzes. Das heißt, man muss ihn ja auch nicht zwangsweise einsetzen. Wenn man sich dazu entscheidet, dann kann man das auch auf der Obergesellschaftsebene machen. Inwieweit man dann auf der Tochterebene trotzdem noch gewisse Verantwortlichkeiten zur Umsetzung und zur Überwachung festlegt, das ist nicht ganz klar. Letztendlich hat das Gesetz nach wie vor ja eine gesellschaftsbezogene Betrachtung. Das heißt, auch in einem Konzern ist es so, dass am Ende einzelne Gesellschaften separat zu betrachten sind. Allerdings ist es ja so, dass sich aus den BEMAS FAQ ja die Möglichkeit ergibt, gerade wenn bestimmender Einfluss ausgeübt wird, dass hier die eine Gesellschaft auf die Tätigkeiten der anderen unter Umständen verweisen kann, gerade wenn jetzt die Tochtergesellschaft gar keine eigene Risikodisposition hat, weil dort nicht besondere Risiken herrschen, sondern vielleicht gar nicht überhaupt keine oder genau die gleichen, die auch oben bei der Konzernmutter existieren. So dass man letztendlich ein bisschen Einzelfall noch gucken muss, ja, wird bestimmter Einfluss ausgeübt oder nicht. Wenn nicht, dann kann es ja auch sein, dass man 2 Berichte schreiben muss und die Sorgfaltspflichten auch separat zumindest vorzubehalten sind. Aber den Menschenrechtsbeauftragten, das ist ja jetzt hier Kern der Frage, den muss man jetzt nicht bei allen Gesellschaften aufhängen, sondern das sieht man auch bei einzelnen Unternehmen oder sehen wir bei einzelnen Unternehmen. Menschenrechtsbeauftragte ist typischerweise eine Position, die man einmal konzernweit aufhängt und dann auch relativ weit oben. Wir haben da noch 2 so Folgefragen zu dem Thema Konzerngesellschaft und Töchter. Eine Frage ist, also sind alle Töchter weltweit betroffen oder nur jene, die in Deutschland sind? Genau, also da sind alle weltweit betroffen. Man muss etwas unterscheiden. Man muss also bei der Zurechnung der Arbeitnehmer unterscheiden, im Paragraphen 1 des Gesetzes. Da werden nur die im Inland Beschäftigten sich angeguckt. Das heißt, da wird der Obergesellschaft, wenn sie in Deutschland sitzt, nur die im Inland Beschäftigten zugerechnet. So, das ist erster Punkt. Das ist dann abgehakt. Nehmen wir jetzt mal an, die deutsche Obergesellschaft fällt dann unter das Lieferkettengesetz, würde man dann im nächsten Schritt gucken, wie weit reichen eigentlich die Pflichten dieser Obergesellschaft. Und da guckt man, ob sie bestimmenden Einfluss ausübt. Und in diesem Zusammenhang guckt man eben, ob sie bestimmenden Einfluss ausübt auf alle Töchtergesellschaften, Enkelgesellschaften im In- und Ausland. Das heißt, es gibt eine Unterscheidung zwischen der Zurechnung der Arbeitnehmerzahlen und der Reichweite der Sorgfaltspflichten über den bestimmenden Einfluss. Bei ersterem nur die in Deutschland Beschäftigten und dementsprechend nur die deutschen Gesellschaften typischerweise und bei dem zweiten dann eben auch ins Ausland gehen. Und das heißt mit anderen Worten, dass wenn die Obergesellschaft runterfällt und bestimmten Einfluss ausübt auf den gesamten Konzern und der Konzern ist in ganz vielen Ländern vertreten, dass man eben auch alle Gesellschaften dann als Obergesellschaft prüfen muss. Aber die Prüfung kann an die Töchter delegiert werden, muss eben nur in der Genau. Obergesellschaft im Bericht konsolidiert werden. Genau, richtig. Gut, schauen wir nochmal durch. Da gab es am Anfang einen Punkt, also dass es verschiedene, Begriff ist Brandbriefe verschiedener Wirtschaftsverbände. Ja, das stimmt schon. Ja, das ist so. Ein Brandbrief trifft es ja eigentlich ganz gut. Also Wirtschaftsverbände, die einen Brief geschrieben haben hier an die Ministerien, dass aufgrund der aktuellen Wirtschaftssituation, der Belastungen, die ohnehin schon gerade existieren nach Corona, nach
jetzt der Energiekrise nicht noch das Lieferkettengesetz hinzukommt. Allerdings gab es da, das ist jetzt mein letzter Stand, zumindest schon seitens der Entwicklungsministerin die Ansage, dass das Lieferkettengesetz nicht verschoben wird. Das ist die Idee in diesem Brief gewesen, der Vorschlag von verschiedenen Verbänden, BDI und so weiter, dass man dieses Gesetz nochmal verschiebt. Soweit ich es weiß, ist jetzt aber zumindest aus Teilen der Politik am Ende, kann natürlich der Kanzler anderer Auffassung sein, aber sozusagen aus dem relevanten Ministerium dem eine Absage erteilt worden. Eine interessante Frage, dann eher in Richtung Maßnahmenplanung. Können Sie den Fall erläutern? Geringes Einflussvermögen, geringer Verursachungsbeitrag, aber massive Menschenrechtsverletzung. Wie geht man mit so einem Fall um? Geringes Einflussvermögen, geringer Verursachungsbeitrag. Ja, also ich sage mal so, man muss natürlich irgendwie, wenn man jetzt, also ist die Frage, macht man es jetzt über Pre-Ref, macht man es selbst, aber man muss ja irgendwie ein Schema haben. Ein Schema haben, wo man sagt, okay, bei so vielen Punkten berücksichtige ich etwas, bei so vielen Punkten berücksichtige ich etwas nicht. So, eine klare Vorgabe, bei wie vielen Punkten man etwas als Risiko anzusehen hat und bei welchem Risiko man welche Präventions- und Abhilfemaßnahme zu treffen hat, gibt einem keiner vor. Also man muss für sich selbst entscheiden, wie mache ich das, ohne dass es so wirkt, dass es vollkommen an den Haaren herbeigezogen ist und vollkommen unangemessen wirkt. Das heißt, wenn man jetzt bei diesem Punkt sagt, okay, das ist so, dass wir da eigentlich gar keine Einflussmöglichkeit haben. Also sagen wir mal, ja, ich meine, das passt ja eigentlich ganz gut, dieses Beispiel, an diesem Standardbeispiel, man kauft Kaffee, ja, weil man sagt, ich bestelle einfach nur Kaffee. Ich habe also jetzt keine Knebelverträge mal in Anführungszeichen, die ich da selbst aufgesetzt habe. Ich habe auch kein Einflussvermögen, weil ich bin einer von tausenden Kunden, der Kaffee bestellt. Aber ich weiß, dass in der Lieferkette große, zumindest in der weiter hintergelagerten Lieferkette, große menschenrechtliche, vielleicht auch umweltbezogene Risiken liegen. Was mache ich da? Und da gibt eben der Gesetzgeber mit dem, was er da vorgibt, schon die Möglichkeit, dass man sagt, okay, da ergreife ich jetzt keine Maßnahme, weil ich kaufe vielleicht von einem deutschen Kaffeeröster, Kaffeehersteller ein. Das heißt, ich bin irgendwie sowieso nur in Risikobranchen, nicht Risikoland und kann eigentlich nur ein Plus da gibt es Menschenrechtsverletzungen irgendwo hinten, aber ich werde jetzt nicht maßgeblich die Kaffeelieferkette beeinflussen können, bestimmen und dann muss man an der Stelle natürlich, müsste man auch dann die Konsequenz, also die Logik haben und dann auf Basis der Logik einfach sagen, okay, da ergreife ich keine Maßnahme. Jetzt ist mein Beispiel, was ich natürlich gewählt habe, aber auch nicht für so genau zu übernehmen für alles, was jetzt vielleicht bei Einflussvermögen und Verursachungsbeitrag eher gering einzuschätzen ist bei einem hohen Menschenrechtsrisiko, aber man irgendwie ein Plus dran setzt, weil wenn das in der wirklich die eigene Kernwertschöpfungskette betrifft, man vielleicht doch sagen würde, okay, da würden wir zumindest mal über den unmittelbaren Zulieferer versuchen, noch ein bisschen mehr irgendwie in Erfahrung zu bringen. Deswegen ist es schwierig, da pauschal zu antworten auf alle möglichen Fälle, aber ich glaube, was wichtig ist, sich mitzunehmen, die Aussage, es gibt eben die Möglichkeit, dass auch, wenn man gewisse Kriterien als gegeben erachtet und andere als nicht gegeben, eine Logik zu haben, in der man sagt, okay, am Ende ergreifen wir bei diesem Risiko, weil wir es eben als sehr niedrig priorisieren und sehr niedrig gewichtet einschätzen, keine Maßnahme. Eine Frage, die ich auch sehe, oder ich glaube zwei sogar, beziehen sich auf die EU-Regulierung oder die Direktive. Was passiert denn mit dem deutschen Lieferkettengesetz, sobald die EU-Regulierung kommt?
Das deutsche Lieferkettengesetz wird angepasst. Das ist also auch schon in der Einführung zu dem Gesetz verschriftlicht. Die Bundesregierung hat sich ja auch schon dazu geäußert, dass sie auf der EU-Ebene eine entsprechende Richtlinie unterstützt, also den Vorschlag, der jetzt gerade im Raum ist. Wann das jetzt der Fall sein wird, wann das alles final ist, umgesetzt ist. Das ist ja auch eine Richtlinie, die muss noch in nationales Recht umgesetzt werden, ist aber aktuell noch nicht klar. Wir gehen davon aus, dass das noch dauert und dass wir mit einer Umsetzung dann in nationales Recht jetzt nicht vor 2025 rechnen können, sodass wir in der Situation sind, dass es sinnvoll ist, gerade wenn man oder zumindest wenn man 2023 schon unter das Lieferkettengesetz fällt, jetzt erstmal die deutschen Regelungen zu beachten und nicht schon in vorauseilendem Gehorsam die europäischen. Das ist auch unsere Erfahrung aus der Beratung. Viele Unternehmen haben das auf EU-Ebene im Hinterkopf und monitoren diesen Prozess, aber kümmern sich jetzt erstmal rein um die Umsetzung der deutschen Vorgaben. Mhm. Ich suche gerade noch nach passenden Fragen. Vielleicht findest du auch noch eine, Sebastian. Ah ja, so eins, das kann ich schon mal parallel machen, nämlich in den Chat hier den Aufsatz, den ich ja vorhin angekündigt habe, reinschreiben. Ja, ich werde mir das notieren und auch in dem Mailing, also wir schicken im Anschluss eine E-Mail mit der Aufzeichnung und da werden wir als Anhang dann auch nochmal diesen Link oder als in der E-Mail diesen Link hinterlegen. So, den habe ich jetzt in den Chat. Ich hoffe, du kannst ihn sehen, Harald. Ja, ich versuche das mal zu teilen. Genau. Host and Panelist, ja, müsste für alle sichtbar sein, ja. Stemberg, NZG, 2022, 1093. Ich habe noch eine Frage, bedeutet das, dass im Fall einer Produkteinführung aus Seite meiner Lieferanten, lieferantenseitig eine neue Produkteinführung, ich auch meinen mittelbaren Lieferanten screenen sollte, um mit der Handreichung konform zu bleiben? Also nicht eine eigene neue Produkteinführung, sondern der Lieferant führt ein neues Produkt ein? Über den Fall habe ich tatsächlich jetzt noch nie nachgedacht. Ich hatte das jetzt im Gesetz so gelesen, dass es in den Beispielen, dass es wirklich darum geht, dass es einen selbst betrifft. Ich weiß aber nicht, ob es vielleicht doch so formuliert ist, dass es die Veränderung im Geschäftsfeld auch aus der Sphäre des Lieferanten ist. Aber auch da, das heißt, das müsste man nochmal in dem Paragraphen 5 Absatz 4 nachgucken, aber in jedem Fall kann man natürlich auch sagen, okay, ich weiß erstmal nicht, also für mich ist jetzt erstmal nicht offensichtlich, dass durch diese Produkteinführung, ich kriege ja erstmal nur das neue Produkt mit als Kunde dann letztendlich, irgendwelche neuen Gefährdungslagen einhergehen. Ja, und da sind wir dann auch wieder dabei, wird jetzt verlangt, dass man bei dem Lieferanten, obwohl das für einen selbst erstmal gar nicht offensichtlich ist, kann ja auch genauso sein, dass der Lieferant ein Produkt mit seinen bisherigen Vorlieferanten erstellt. Es ist nur ein neues Produkt. Ob ich da nachfragen muss, ich würde sagen, man kann da könnte damit argumentieren, dass man sagt, okay, das ist jetzt für mich keine offensichtliche Veränderung der Risikolage, weil ich habe keinerlei Information, es sei denn, der Lieferant bindet sie mir unter die Nase, darüber, dass jetzt mit dem neuen Produkt irgendein neues Risiko einhergeht. Mhm. Eine Frage, die hat sich auch immer wieder wiederholt, ja, was müssen jetzt Kunden bereitstellen, um also das Prewave-System auch für ihre Lieferanten zu nutzen? Das ist der Name und der Standort des Lieferanten. Das ist eine Gruppierung, eine Kategorie. Das muss also kein Standard sein, das muss kein UNSPSC Commodity Code sein, sondern das kann eine interne Gruppierung sein. Und das ist das Band mit dem Lieferanten, da wir so das Einflussvermögen gegenüber den Umsatz vergleichen können. Prewave bezieht dann, ermittelt die Branche und ermittelt den Jahresumsatz für diese Lieferanten.
Ich habe noch eine, Ja, sorry, warst ja, du durch oder ich wolltest bin du? durch. Okay, ich habe nämlich Ich hier bin noch durch. eine Frage, die ist auch noch ganz interessant. Empfiehlt es sich bei Unternehmen, die 2024 das Gesetz umsetzen müssen, schon bereits im nächsten Jahr alle Schritte bis zum Beschwerdemanagement umzusetzen? Also das ist ja so ein bisschen die Frage, ab wann muss ich eigentlich welche Sorgfaltspflichten erfüllen? Und da ist die Antwort, ob ich jetzt, also vielleicht für beide gesagt, 2023, die drunter fallen, müssen dieses Jahr noch das Thema Risikomanagement, insbesondere Verantwortlichkeiten, wer hat welche Aufgaben bei der Umsetzung, bei der Überwachung festlegen. Und man muss das Beschwerdeverfahren so fertig bekommen, dass es eben ab 1.1.2023 live gehen kann. Das sind die Punkte, die man jetzt durchführen muss. Das wäre dann entsprechend für die 2024 drunter fallen, dann nächstes Jahr, so dass man das schon fertig haben muss, dass das ab 1.1.2024 möglich ist. Ab dem 1.1. 23 oder 24 müssen dann eben die anderen Sorgfaltspflichten erfüllt werden. Das heißt, relativ zeitnah die Risikoanalyse durchführen, sodass man dann noch genügend Zeit hat, da vielleicht nochmal nachzujustieren oder zumindest die Maßnahmen, die sich dann daraus ergeben, zu ergreifen, Präventionsabhilfemaßnahmen. Das kann man natürlich auch schon in dem entsprechenden Jahr, also jetzt noch oder dann 2023 für die 2024 drunter fallen, vorbereiten. Das heißt, sowas wie ein Lieferantenkodex oder einen internen Verhaltenskodex oder die Grundsatzerklärung. Man kann natürlich schon viel in die Schublade packen, sodass man dann in dem Jahr, in dem dann wirklich der Berichtszeitraum ist, nach der durchgeführten Risikoanalyse sehr schnell die Maßnahmen ergreifen kann. Mhm. Super. Nee, also ich glaube, Sebastian, wir setzen jetzt einen Schlussstrich. Es ist schon knapp eine halbe Stunde drüber. Also Ja, ich bedanke mich nochmal bei allen Teilnehmern, auch für das, also wir haben noch immer 100 Teilnehmer jetzt hier drin, also wirklich toll, dass auch noch so lange hier Interesse war. Bedanke mich bei allen Zusehern. Wir senden die Aufzeichnung im Nachgang zu, also auch diesen Artikel, Sebastian, den du eben erwähnt hattest, ich habe gelesen, also der Chat war offensichtlich nicht verfügbar. Das werden wir dann in die E-Mail okay. noch mit reinnehmen. Ja. Also ja, wir bedanken uns und wir teilen natürlich auch die Kontaktinformationen dann von Herrn Rühns und von mir. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Es wird sicher ein nächstes Mal geben und ja, wünsche noch einen schönen Tag. Danke, ciao. Tschüss.